Heute wechsle ich beim Bohrer S-Pure den Aktivkohlefilter. Geht schneller als gedacht, ganz ohne Werkzeug. Zuerst die Einströmdüse raus, dann der Fettfilter. Dahinter sitzt die Verschlussklappe und dann nochmals dahinter der Aktivkohlefilter. Den ziehe ich einfach an der Lasche heraus. Als Ersatz nehme ich einen von Filter4Kitchen. Kein Originalfilter, aber von den Maßen identisch und keine Einbußen bei der Saugleistung. Und die Gerüche filtert er genauso gut raus. Link dazu in der Beschreibung. Neuer Filter rein, Klappe zu, fertig. Einströmdüse und Fettfilter kommen in den Geschirrspüler. Wichtig, nur diese beiden Teile. Der Aktivkohlefilter darf niemals rein. Der wird immer nur getauscht. Wenn sie sauber sind, alles wieder einbauen und den Abzug kurz einschalten für den Systemcheck. Läuft.